Wenn du glaubst, dass die Erde ein Ort ist, an dem es keine Geheimnisse mehr gibt, wirst du deine Meinung gleich ändern. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler seltsame Geräusche zu erklären, die aus unserer Atmosphäre stammen. Manche wiederholen sich, andere wurden nur einmal gehört. Von einem Brummen bis hin zu Knallen und Blups. Yep, Blups. Die Luft ist gefüllt mit befremdlichen akustischen Phänomenen und die meisten dieser Geräusche lassen Wissenschaftler immer noch im Dunkeln tappen. Nummer 1. Der Upsweep. Dieses Sausen wurde das erste Mal 1991 im Pazifischen Ozean registriert. Das Ungewöhnlichste an dem Signal ist, dass es sich ständig verändert, als ob die Wissenschaftler nicht schon verwirrt genug sind. Es klingt wie das Tor zur Hölle. Das Geräusch geht von den hohen in die tiefen Frequenzen und wieder zurück und man kann es im Frühling und Herbst besser hören als im Winter und Sommer. Aber warum heißt es Upsweep? Ganz einfach. Das Geräusch wandert vom Grund des Ozeans an die Oberfläche. Es saust also nach oben. Wissenschaftler erklären sich das Phänomen folgendermaßen. Sie gehen von aktiven Vulkanen unter Wasser aus. Heiße Lava dringt in den eiskalten Ozean und könnte dieses Geräusch verursachen. Aber bisher gibt es keinen handfesten Beweis. Nummer 2. Himmelsbeben. Du brauchst nicht unbedingt an einen bestimmten Ort der Welt reisen, um so ein Beben zu erleben. Diese mysteriösen Explosionen hörst du in jedem Himmel knallen. Über den USA, Indien oder Japan. Interessant ist, dass solche Knalle vor allem in Nähe der Küste oder eines großen Gewässers auftreten. An klirrendem Glas und klappernden Fenstern könnten also Militärflugzeuge schuld sein, die die Schallmauer durchbrechen. Allerdings sollen Menschen diese Himmelsexplosionen schon 1824 gehört haben. Wie auch immer, es gibt noch andere Erklärungen für Himmelsbeben. Zum Beispiel glauben Wissenschaftler, dass sie durch riesige Wellen verursacht werden könnten, die gegen Felsen an der Küste schmettern. Auch Sanddünen könnten für die ohrenbetäubenden Knalle verantwortlich sein. Andere Theorien gehen von Meteoren aus, die in die Erdatmosphäre gelangen, vom Zerspalten der Erdkruste durch Erdbeben, von Vulkanausbrüchen in der Ferne und sogar von Gas, das aus Erdöffnungen in Meeren oder Seen strömt. Nummer 3. Der Klang der Apokalypse. In verschiedenen Ländern der Welt wurden Menschen in Angst und Schrecken versetzt, nachdem trompetenähnliche Klänge aus dem Himmel zu kommen schienen. Bürger Russlands, der USA, Kanadas, Australiens, Deutschlands und der Philippinen haben von diesem haarsträubenden Laut berichtet, der 2008 das erste Mal aufgenommen wurde. Bis jetzt konnte sich niemand den Ursprung dieser Klänge erklären, aber mittlerweile behauptet die NASA, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Denn es könnte ein natürlich auftretendes Phänomen unseres eigenen Planeten sein. Normalerweise ist das Geräusch sehr leise und deshalb für uns Menschen nicht hörbar, aber wenn es lauter wird, ist es, als würden Himmelstrompeten erklingen, die Menschen auf der ganzen Welt Angst einjagen. Nummer 4. Das Bristol Hum. Es begann in den 1970ern, als sich Hunderte von Einwohnern Bristols über ein seltsames Geräusch beklagten, das nur in der Nacht auftrat. Es war ein ganz tiefes Brummen und niemand konnte die Geräuschquelle ausfindig machen. Aber das Eigenartigste an dem Brummen war, dass es eines Tages so schnell aufhörte, wie es begonnen hatte. Jedoch berichteten auch andere Menschen in ganz Großbritannien von einem ähnlichen Geräusch und von nicht langer Zeit kehrte es zurück. 2015 gab eine Gruppe französischer Wissenschaftler vor, das Rätsel um das Brummen in Bristol gelöst zu haben. Demnach waren die Übeltäter Meereswellen, die den Meeresboden zum Vibrieren brachten. Soweit so gut, aber das erklärt doch nicht, warum das Geräusch nur für einige Jahre zu hören war oder weshalb es zurückkehrte. Meine Theorie: Bristol grummelt vor sich hin, weil es unzufrieden ist. Was ist denn los, Bristol? Nummer 5. Das Taos Hum. Wenn du jemals vorhast, nach Taos in New Mexico zu gehen, lass dich nicht von diesem weiteren unerklärlichen Phänomen aus der Ruhe bringen. Hierbei handelt es sich um ein schwaches, tieffrequentes Brummen über der Wüste, das einen wahnsinnig macht.
Das Komische daran, nur 2% der Menschen, die in Taos leben, hören dieses Geräusch. Aber für diejenigen, die es hören, ist es pure Folter. Und jeder beschreibt das Brummen anders. Für einige ist es ein leises Surren oder ein unheimliches Summen, für andere ein aufdringliches Schwirren. Manche Leute gehen dabei von einem ungewöhnlichen akustischen Phänomen aus. Andere behaupten, das wäre nur Massenhysterie. Aber bisher weiß niemand, worin der Ursprung liegt. Nummer 6. Das Pfeifen. Kennst du das nervtötende Geräusch, wenn dich ein Kessel voll kochendem Wasser wissen lässt, dass es Zeit für einen Tee ist? Dann kannst du dir ausmalen, was mit diesem Pfeifen gemeint ist. Aber auch wenn es nicht so entsetzlich ist wie manch anderes unerklärliches Geräusch, ist es deshalb nicht weniger geheimnisvoll. Vor allem ist das Pfeifen sehr schwer registrierbar. 1997 konnte das Geräusch nur durch ein Unterwassermikrofon einmalig aufgenommen werden, weshalb die Geräuschquelle schwer zu lokalisieren war. Dieses ungewöhnliche Pfeifgeräusch führt man auf den Ausbruch eines Unterwasservulkans zurück, aber einmal mehr haben die Wissenschaftler nicht genügend Beweise, um das zu bestätigen. Nummer 7. Der Blub. Also mal ehrlich, Blub klingt echt nicht so gruselig, wie dieses Geräusch in Wirklichkeit ist. Es ähnelte dem Laut eines Wassersäugetiers, aber es klang so gewaltig, dass es von keinem uns bekannten Tier kommen konnte. Unterwassermikrofone haben diesen Blub aufgenommen, und zwar aus einer Entfernung von 4800 Kilometern. Dieser Blub übrigens, eines der mächtigsten und populärsten ungeklärten Geräusche der Welt, wurde 1997 durch die US National Oceanic and Atmospheric Administration registriert und dauerte nur 1 Minute. Es fing mit einem tiefen Grollen an und wurde dann immer höher. Gerüchten zufolge wird das Geräusch dem fiktiven Halb-Oktopus-Monster zugeschrieben, dessen Name ich nicht aussprechen kann, aber ich versuch's mal. Cthulhu. Oder irgendeine andere riesige Unterwasserkreatur mit einem leichteren Namen. Aber wenn du nicht an Monster glaubst, hat die Wissenschaft noch eine andere Erklärung. Zerbrechende Eisberge. Solche Eisbeben, die in der Schottischen See aufgenommen wurden, kommen dem Blub nämlich sehr nahe. Nummer 8. Der Slowdown. Erstmalig wurde der Slowdown am 19. Mai 1997 nicht weit von der antarktischen Halbinsel aufgenommen. Das Geräusch konnten Sensoren aufspüren, die 5000 Kilometer weit entfernt waren. Der Name kommt daher, dass es für gewöhnlich ca. 7 Minuten lang anhält und im Frequenzspektrum langsam nach unten wandert. Über die Jahre trat dieses Geräusch wiederholt auf, weshalb Wissenschaftler von treibenden Eisbergen ausgehen, die auf den Meeresboden treffen und mit einem Quietschen zum Stillstand kommen. Natürlich gibt es aber auch Leute, die unbedingt einen Riesentintenfisch dafür verantwortlich machen wollen, der uns nur ärgern möchte. Nummer 9. Der einsame Wal. Dieses Geräusch wird oft als 52 Hertz Wal bezeichnet, denn das Tier, von dem es stammt, ruft es in einer einzigartigen Frequenz aus. 52 Hertz. Wenn du dir das anhörst, klingt das wie der tiefste Ton der Welt. Aber eigentlich ist der Ton höher als die normale Frequenz eines Walrufs, die zwischen 10 und 40 Hertz liegt. Die Wissenschaftler haben sich nun schon seit Jahrzehnten mit diesem Walruf beschäftigt, konnten seine Position aber noch nie wirklich bestimmen. Niemand weiß, ob das Säugetier ein Männchen oder Weibchen ist, welche Spezies es ist oder ob es überhaupt noch lebt. Letztendlich wurde der verbitterte Ruf das letzte Mal 2004 aufgenommen. Oh. Nummer 10. Julia. Wenn du das Geräusch das erste Mal hörst, denkst du vielleicht, du hörst jemanden aus der Ferne weinen oder gurren. Dieses unheimliche Geräusch wurde zuerst am 1. März 1999 vernommen und es war so laut, dass es jedes einzelne Unterwassermikrofon des äquatorialen Pazifiks aufnehmen konnte. Wissenschaftler behaupten, dass ein Eisberg in der Antarktis auf Grund gelaufen wäre, aber wie groß muss dieser Eisberg denn gewesen sein, um so ein Geräusch zu erzeugen? Nummer 11. Die Stürme des Jupiters. Als NASAs Raumfahrzeug Juno sein Ziel, den Jupiter, erreichte, nahm es am 4. Juli 2016 ein seltsames Getöse und Gekreische auf.
Dieses Horrorkonzert hielt für über 2 Stunden an. Genauso lange wie Juno brauchte, um die Grenze des superstarken Magnetfelds des Planeten zu durchbrechen. Astronomen glauben, dass diese Klänge entweder durch überschallschnelle Winde von der Sonne oder aber durch die Kollision der Magnetfelder des Planeten entstanden. Das muss aber noch bewiesen werden. Wenn ihr mich fragt, ich lausche lieber unserem Wind auf der Erde. Nummer 12. Das singende schwarze Loch. Nicht nur haben Astronomen herausgefunden, dass schwarze Löcher singen können, sondern auch, dass sie das schon über 2 Milliarden Jahre tun. Hier geht es um ein supermassereiches schwarzes Loch, das vermutlich 250 Millionen Lichtjahre von unserer Erde entfernt ist. Die Wissenschaftler sagen, dass dieses schwarze Loch die längste Symphonie spielt, die uns Menschen bekannt ist, und dass es auf der tiefsten Note gespielt wird, die es überhaupt im Universum gibt. Ach komm schon, schwarzes Loch, du hast sicher noch ein Ass im Ärmel. Was ist mit euch? Habt ihr schon mal seltsame Geräusche gehört, die ihr euch nicht erklären konntet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr heute etwas Neues gelernt habt, gebt dem Video ein Like und teilt es mit euren Freunden. Aber hey, hier spielt immer noch die Musik. Wir haben noch über 2000 coole Videos für dich. Alles, was du tun musst, ist das linke oder rechte Video anzuklicken und dann viel Spaß. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.